Okay, that's fine for tomorrow. We can, great, that's great, good. Thank you. Okay, so we'll do some practice, and I'll just say a little bit more about meditation because some people are quite new to it. Wir werden ein bisschen üben, aber ich werde vorher etwas über Meditation sagen, denn einige der Teilnehmer sind sozusagen neu hier. Generally speaking, meditation can be used for calming. Allgemein gesprochen wird Meditation zur Beruhigung benutzt, which is generally based on separating your attention out from involvement with whatever is arising. und das beinhaltet, dass wir unsere Beachtung von all den Dingen, die was immer da erscheint, trennen. Then you have meditation focused on insight, which is to say, to see how things actually are and how you make them something else. Und dann gibt es eine andere Art von Meditation, die mehr auf die Einsicht abzielt, und zwar zu sehen, wie die Dinge tatsächlich sind und in welcher Weise wir sie zu etwas anderem machen, als sie sind. And in that kind of meditation, you allow what is occurring in the body to register, to show itself. Und in dieser Art von Meditation erlauben wir, dass was immer im Körper erscheint, wahrgenommen wird, registriert wird, sich zeigen darf. And you explore how to receive this as simply as possible. Und wir erforschen, wie man das empfangen kann, auf eine so einfache Art und Weise, wie es möglich ist. And you have meditation in the tantric mode, which is concerned with utilizing all the aspects of embodiment. Dann gibt es die Meditationen, die mehr sozusagen im tantrischen Modus funktionieren und darauf abzielen, alle Aspekte der eigenen Verkörperung zu benutzen. The energy of devotion, Die Energie der Hingabe, the power of imagination, die Kraft der Vorstellung and the exploration of the status of the body as you ordinarily experience it. die Untersuchung des Statuses des Körpers, so wie wir ihn normalerweise erfahren. And we do that through visualization, visualizing yourself as a deity, doing the mantra, mudras and so on. Und das wird gemacht, indem Techniken der Visualisierung gebraucht werden, also die Vorstellung von einem selbst als Gottheit. Dann werden Mudren und auch Mantren eingesetzt. Then fourthly, you will get the kind of meditation that we're doing now, which is simply allowing the unimpeded flow or the unimpeded processing of whatever is arising. Das ist die Meditation in der vierten Art, das ist das, was wir hier tun werden, das ist einfach zu gestatten, diesen unbeeinträchtigten, ungehinderten Fluss dessen, was erscheint. And this is based on seeing clearly that the mind itself is empty of substance. Zu gestatten und damit klar zu sehen, dass der Geist selbst leer und frei von jeder Substanz ist. And everything which arises from the mind and goes free by itself. Und dass alles, was sich zeigt, aus dem Geist heraus sich zeigt und sich aus sich selbst heraus auch befreit. Although we can think and imagine many different interpretations of what we encounter in our life, Obwohl wir uns natürlich viele verschiedene Interpretationen dessen vorstellen können, was in unserem Leben erscheint, the actuality, the direct how-it-isness of each moment is that it is impermanent. ist die Tatsächlichkeit, sozusagen die Soheit dessen, wie es ist, dass alles in dem Moment, in dem es erscheint, unbeständig ist. Location and duration are concepts. Dass sozusagen die Verortung und auch die Dauer nur Konzepte sind. We are in Todtmoos. Wir sind in Todtmoos. Todtmoos is in the Black Forest. Todtmoos ist im Schwarzwald. This is in Germany. Und das ist wiederum in Deutschland. These are all names.
Das alles sind Namen. Names that people have come to use through time. Das sind natürlich Namen, deren Gebrauch sich in der Zeit entwickelt hat. There would have been plenty of tribes traversing these valleys before such names were applied. Sicherlich sind durch diese Täler hier viele Stämme durchgewandert, bevor es diese Namen hier überhaupt gab. Such naming is conventional. Solche Namen sind also konventionell. We agree to call this place Todtmoos. Es besteht Übereinstimmung darin, diesen Ort hier Todtmoos zu nennen. It's not that it is Todtmoos. Keineswegs ist es so, dass es Todtmoos ist. A place is not its name. Ein Ort ist natürlich nicht sein Name. The name is applied to the place. Es ist der Name, der sozusagen auf den Ort angewandt wird. Every day, thousands and thousands of actions occur in this village. Jeden Tag erscheinen Tausende und Tausende von Handlungen in einem solchen Dorf. And what happens in Todtmoos? Es passiert eine Menge in Todtmoos. But Todtmoos is Todtmoos. Und doch bleibt Todtmoos Todtmoos. So, the convention carries the stability that the actuality does not. Das heißt, die Konvention vermittelt eine Stabilität, die die Tatsächlichkeit nicht hat. So, in the practice of Dzogchen and Mahamudra, we are concerned to attend to what is occurring. In der Praxis von Dzogchen oder Mahamudra sind wir vor allem damit befasst, zu beobachten, wahrzunehmen, was erscheint. We want a preconceptual awareness. Wir wollen eine Bewusstheit haben, die vor der Verbegrifflichung steht. Because if you stabilize with a preconceptual awareness, when concepts arise, you see them as the energy of the mind moving through the space of the preconceptual awareness. Wenn wir nämlich sozusagen die Stabilität durch eine vorbegriffliche Bewusstheit erreichen, dann können wir, wann immer dann konzeptuelle Deutungen aufkommen, sie wiederum als eine Bewegung der Energie des Geistes sehen, die selbst in dem Raum auftritt dieser vorbegrifflichen Bewusstheit. Which is why we have to return again and again to the practice to settle ourselves in preconceptual awareness. Das ist der Grund, warum es wirklich wichtig ist, wieder und wieder zu der Übung zurückzukehren und sich sozusagen in diesem Raum der vorbegrifflichen Bewusstheit niederzulassen. Otherwise we fall into the delusion whereby we imagine that an interpretation and an account and a conclusion about something is the same as the thing. Sonst sind wir der Täuschung oder dem Missverständnis ausgeliefert, dass sozusagen eine Erzählung, eine Interpretation, ein Bericht über etwas dasselbe sind wie das Ding selbst. In some religions, although God has many names, you shouldn't use the name of God. In manchen Religionen ist es so, dass obwohl Gott verschiedene Namen hat, man diese Namen nicht benutzen soll. Because God is something which escapes language. Und Gott ist sozusagen etwas, was sich jeder Sprache entzieht. If God creates everything, God creates language and can't be captured by language. Gott erschafft alles, Gott erschafft auch die Sprache und kann durch Sprache nicht eingefangen werden. In my hand I have a glass. In meiner Hand halte ich ein Glas. Does the word glass capture what's in my hand? Ist das Wort Glas, fängt das, was in seiner Hand hängt, ein? In our conventional way of proceeding in the world, this is a glass. In unserer konventionellen Art und Weise, uns in der Welt zu bewegen, ist das ein Glas. But there is some invisible gap between the word and what is there. Und doch gibt es hier eine kleine, unsichtbare Lücke zwischen dem Wort und zwischen dem, was tatsächlich da ist. The notion of glass brings with it associations. Der Begriff Glas verknüpft mit sich selbst gewisse Assoziationen. The glass is for drinking. Das Glas ist zum Beispiel zum Trinken. There is water in the glass. This is an appropriate use of the glass. Da ist in diesem Glas ist Wasser und das ist der angemessene Gebrauch des Glases. But if we were making biscuits, Und wenn wir jetzt zum Beispiel Kekse machen würden, we can turn the glass upside down and cut out the biscuit shapes from the mass of
the pastry. Dann können wir das Glas umdrehen und so kleine Kreise aus dem Teig ausschneiden. We might say, oh, that's a secondary function that you're using the glass for. Ich könnte natürlich sagen, das ist sozusagen eine sekundäre Funktion, für die du das Glas eben jetzt gerade gebrauchst. But if you like biscuits, you might spend more time making biscuits with the glass than drinking from the glass. Aber wenn du Kekse gerne magst, könnte es sein, dass du mehr Zeit damit verbringst, das Glas als ein Schneidewerkzeug zu verwenden, als aus dem Glas zu trinken. In which case, for you, primarily this is a biscuit maker. Das heißt, in diesem Fall ist für dich dieses Glas mehr ein Werkzeug der Herstellung von Keksen. So, when we analyze in that way, we can see that the seeming direct correlation between signifier and signified is delusory. Wenn wir das so sehen, dann können wir erkennen, dass diese scheinbar lückenlose und kohärente Beziehung zwischen dem Bedeutungsträger und dem, was es beschreibt, eigentlich illusorisch ist. So, just as if we don't apply the term glass to what's in my hand, wenn wir aber diesen Begriff Glas nicht anwenden auf das, was er in seiner Hand hält, and open to its felt presence, und uns stattdessen seiner tatsächlich erlebten Gegenwärtigkeit öffnen, more of the range of its potential becomes revealed to us. wird mehr von dem ganzen Bereich seines Potenzials für uns enthüllt. Because we haven't foreclosed on that. We haven't limited that by saying it is a glass. Denn wir haben uns sozusagen nicht so verschlossen oder begrenzt durch die Feststellung, dass es eben, oder die Aussage, dass es ein Glas ist. The certainty that it is a glass is the diminishment of the potential of what is here. Diese Gewissheit, dass es sich hierbei um ein Glas handelt, ist eine Verminderung, eine Verringerung des Potenzials dessen, was tatsächlich da ist. So that's all that preconceptual really means. Das ist eigentlich alles, was dieses Vorbegriffliche eigentlich bedeutet. It means don't arrive with the idea. Das bedeutet, gehe nicht schon mit einer Idee dahin. It's not that you shouldn't have ideas, but don't arrive with the idea as the truth. Es ist nicht so, dass man keine Ideen haben sollte, sondern es heißt lediglich, gehe nicht dahin mit der Idee und mit der Vorstellung, dass diese Idee die Wahrheit ausdrückt. Like a pilgrim marching with a banner of a saint in front of them. Wie ein Pilger, der mit dem Banner eines Heiligen vor sich tragend marschiert. Rather, we are here. Stattdessen sind wir einfach da. What is here? Was ist aber hier? We invite the showing of the world. Wir laden das sich selbst zeigen der Welt ein. The concept could be part of our response to what is there. Das Konzept und der Begriff könnte sozusagen ein Teil unserer Reaktion auf das, was da ist, sein. But we want to have the freshness of the revelation first. Aber wir wollen die Frische des sich Offenbaren sozusagen zuerst bekommen. So, when we do the practice in Dzogchen, we're wanting to diminish our absorption or our merging into what is arising. Wenn wir also diese Art von Meditation im Dzogchen praktizieren, dann was wir tun wollen, ist unsere Absorption, unsere Vertiefung in das, was entsteht, was vor uns erscheint, verringern. And we also want to not get involved in rejecting what is occurring. Und wir wollen auch vermeiden, uns in die Ablehnung dessen, was erscheint, zu verwickeln. What's happening is happening, Was immer geschieht, geschieht. but we don't want anything from it. Aber wir wollen da nichts bekommen. The ego needs for and against positionings with whatever is occurring. Das Ego braucht solche Positionierungen für oder gegen etwas, was erscheint. That's how it defines itself. Das ist die Art und Weise, wie sich das Ego selbst definiert. But awareness doesn't have any bias, Aber die Bewusstheit hat keinerlei Neigung. so we allow things as they are. Das heißt, wir gestatten den Dingen sozusagen, wie sie sind. And we do this by not making something of them. Und wir tun das, indem wir nichts aus ihnen machen.
it is the movement of our own mind that makes something of an arising. Es ist die Bewegung unseres eigenen Geistes, die aus dem Erscheinen irgendetwas machen will. If the arising, what is emerging, is left alone, the arising will be a passing. Wenn das Erstehen, das Aufkommen, das Erscheinen sich selbst überlassen wird, dann wird dieses Erscheinen auch zugleich schon ein Vergehen sein. So that's a brief summary of the main kinds of meditation practice. Das ist eine kurze Zusammenfassung der hauptsächlichen Form der Meditationspraxis. We could start tonight by doing some of the first one for stilling the mind or calming the mind. Wir könnten heute Abend damit anfangen, dass wir sozusagen die von der ersten Art machen, indem wir unseren Geist zur Ruhe bringen. This kind of practice is marked by two aspects, intention and attention. Diese Art von Praxis wird gekennzeichnet durch zwei Aspekte. Das ist die Absicht, die Intention und die Beachtung oder Aufmerksamkeit. And the practice, it has different forms, but the simplest one is the practice is to focus the attention on your breath as it passes the nostrils. Und die einfachste Form, es gibt natürlich viele Formen, aber die einfachste Form, die wir machen können, ist unsere Aufmerksamkeit auf den Fluss des Atems durch die Nasenlöcher zu richten. So, my intention is to keep my attention on the flow of the breath. Das heißt, meine Intention, meine Absicht ist die Aufmerksamkeit auf dem Fluss des Atems zu halten. And if my attention is carried away by involvement with a thought Und wenn or a feeling, meine Aufmerksamkeit fortgerissen wird durch meine Verwicklung in meine Gedanken oder Gefühle, then my intention is to bring my attention back onto the breath as quickly as possible. dann ist meine Intention oder Absicht die, meine Aufmerksamkeit so schnell wie möglich wieder zum Atmen zurückzubringen. I do it without any analysis of why I might have been distracted. Und das tue ich ohne jede Analyse dessen, warum ich denn abgelenkt worden bin. And without any criticism of myself for having got distracted. Und ohne jede Kritik an mir selbst dafür, dass ich abgelenkt worden bin. Just quickly and gently we come back to the task. Wir gehen einfach schnell, aber sanft zu der Aufgabe, die wir uns gestellt haben. The more we do this, the less easily the flow of thoughts and so on distracts us. Je mehr wir das praktizieren, desto weniger einfach hat der Fluss der Gedanken und Gefühle, es uns abzulenken. And I should say here that when I use the word thought, it includes also feelings and sensations, memories, plans and so on. Und an dieser Stelle sollte man nochmal sagen, dass hier das Wort Gedanke eigentlich technisch für alle mentalen Prozesse wie Denken im engeren Sinne, aber auch Gefühle, Empfindungen, Pläne und alle möglichen anderen Formen von mentalen Dingen steht. So we can try this practice for a while. Wir können jetzt mal diese Praxis mal eine Weile ausprobieren. We sit as before with the skeleton carrying our weight. Wir sitzen wie vorher, unser Skelett trägt unser Gewicht. We want the muscles to be relaxed, particularly around the diaphragm. Wir möchten gerne, dass die Muskeln entspannt sind, insbesondere um das Zwerchfell herum. Breath is relaxed and easy, and the mouth is almost closed, so most of the breath is going through the nostrils. Und unser Atem ist entspannt und geht auf einfache Weise ein und aus und geht praktisch fast vollständig durch die Nase. The head is slightly tilted down. Der Kopf ist leicht nach vorne geneigt. The eyes are open but not staring, they're gazing down the line of the nose. Die Augen sind offen, aber starren nicht irgendwo hin, sondern schauen sanft entlang der Nasenlinie. The shoulders are dropped. Die Schultern lassen wir fallen. And the hands are in the lap. Und die Hände sind im Schoß. One on top of the other with the thumbs touching. Eine in der anderen mit den Daumen, die sich berühren. Traditionally, if you can sit in full lotus or half lotus position.
Traditionell wird empfohlen, wenn man es kann, in eine Volllotus- oder Halblotus-Position zu sitzen. That position is recommended because of its stability and the way in which the pelvis then locks with the spine, so the spine is less likely to bend and collapse. Und diese Position wird wegen ihrer Stabilität empfohlen und auch wegen der Art und Weise, wie dann das Becken automatisch in eine gute Position kommt, die verhindert, dass der Rücken sozusagen, dass die Wirbelsäule dann kollabiert. But the main thing is to work with your capacity. Aber das Wichtigste ist sozusagen, Because if you sit in a full lotus and it gives you very painful legs, it's quite difficult to focus on your breath. das Wichtigste ist mit der eigenen Fähigkeit tatsächlich richtig umzugehen, denn wenn man versucht, sich dazu zu zwingen, in vollen Lotus zu sitzen, aber das sehr schmerzvoll ist, dann ist es sehr schwierig, sich wirklich auf die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. Are there any questions about how we do the practice before we begin? Gibt es hier noch Fragen dazu, wie wir diese Übung machen, bevor wir starten? Okay, so we sit for a while. Gut. The advantage of this practice is its simplicity. Der Vorteil dieser Übung ist ihre Einfachheit. It's not formally difficult to do, Es ist formal nicht schwer zu machen and you know in advance what it is that you're going to do. und wir wissen im Vorhinein, was es sein wird, was wir da zu tun haben. The difficulty arises because we're very easily distracted. Das Problem entsteht dadurch, dass wir sehr leicht abgelenkt sind. And so it requires us to develop patience and endurance, Es erfordert von uns also Geduld und auch Ausdauer zu entwickeln, a quality of discipline eine gewisse Qualität von Disziplin, in which we gradually protect ourselves from the seductions of the various things which are arising. Darin entwickeln wir allmählich die Fähigkeit, uns vor den Verführungen der Dinge, die da erscheinen, zu schützen. The essential structure of this kind of meditation practice is a diet. Die wesentliche Struktur einer solchen Art von Praxis ist eine Art Diät. The dieting is often not successful Und Diät halten ist oft nicht von Erfolg gekrönt. because if you are on a diet and you look at food, food becomes more interesting. Denn wenn man sozusagen eine Diät macht und man schaut sich Nahrung an, dann ist das Essen plötzlich interessanter. Prohibition itself is a cause of excitement. Die Prohibition selbst ist schon bereits eine Ursache von Aufregung. God made the whole of paradise for Adam and Eve. God made the whole of paradise for Adam and Eve. Gott hat sozusagen das ganze Paradies für Adam und Eva gemacht. He said, my darlings, it's all for you. Er sagte zu ihnen, meine Lieblinge, das ist alles für euch. Go this way, go that way, do whatever you like, it's for you. Geht diese Wege, jene Wege, macht was ihr wollt, das ist alles für euch. Just one thing, don't go near the tree. Nur eine Sache, geht nicht zum Baum. And they go to the tree. Natürlich gehen sie zum Baum. But there was the snake. Same with Bluebeard's castle. Gleiches mit Blaubarts Schloss. The castle is yours, Das Schloss ist deins. but don't go in the room. Aber geh nicht in dieses eine Zimmer. No, this is the power of prohibition, Das ist die Macht des Verbots. because the ego is delinquent. Das Ego ist delinquent. The ego is born from delinquency. Das Ego ist aus der Delinquenz geboren. Samsara arises from ignorance, Denn Samsara entsteht aus Unwissenheit. ignoring what is there and imagining something else. Nämlich zu ignorieren, was da ist und sich was anderes vorzustellen. This is delinquent. Und das ist Delinquenz. Just be with how it is. Bleibe mit dem, wie es ist. No, I prefer my fantasy. Nein, ich bevorzuge meine Fantasievorstellung. So when you do this practice, it's very easy to get distracted. Wenn man diese Praxis macht, ist es sehr leicht, abgelenkt zu werden. And again and again to build up that capacity for strong focused attention.
Wir machen es also wieder und wieder, um diese Fähigkeit für eine stark ausgerichtete Aufmerksamkeit zu entwickeln. The second kind of practice builds on this. Und die zweite Art von Praxis baut darauf auf. In Tibetan it's called Todtmoos, which means best seeing. In Tibetisch heißt das Lachtung, das heißt so viel wie das bestmögliche Sehen. Or seeing clearly. Oder das klare Sehen. Seeing without imagining. Das ist das Sehen ohne Vorstellungen. Just seeing, simply seeing. Einfach nur sehen. So in this practice we sit as we've done. Und in dieser Praxis sitzen wir, wie wir das getan haben. We begin by bringing our conscious attention to the sensation at the nostrils. Wir beginnen, indem wir unsere bewusste Aufmerksamkeit auf die Empfindung an den Nasenlöchern bringen. When that feels a bit stable, we start to take this attention up to the top of our head. Wenn sich das einigermaßen stabil anfühlt, dann beginnen wir unsere Aufmerksamkeit zur Kopfspitze zu bringen. And then gently bring it down through our body. Und dann sie sanft durch unseren Körper runterzubringen. We're scanning through the body to see whatever registers. Als ob wir sozusagen durch den Körper hindurch scannen oder ausleuchten, beleuchten würden, um zu sehen, was immer wir da registrieren. And when something registers, we try to see directly and simply what it is that registers. Und wenn wir etwas registrieren, dann versuchen wir direkt und so einfach wie möglich zu erkennen, was es denn ist, was wir da registrieren. This could be hot, this could be scratching, this could be stabbing. Das könnte ein Stechen, eine Hitze, ein Kratzen sein. What registers is sensation. Was dort also registriert wird, ist eine Empfindung. So we want to try to become attentive to what is manifesting without wrapping it in a conceptual interpretation. Wir versuchen also aufmerksam dem gegenüber zu sein, was sich zeigt, ohne es in eine begriffliche Interpretation einzuhüllen. So as you go down, you might come to your knees and there's something maybe like fizzing. Während wir so runtergehen, kommen wir bei unseren Knien an und da ist vielleicht irgendwie so ein Kribbeln. It's on the very limits of language. Das befindet sich sozusagen schon fast an der Grenze der Sprache. There's something. Was ist da? Now we can say pain. Man kann es Schmerz nennen. When we say pain, we put a wrapper around what is arising, which gives us more capacity to hold it. Wenn wir Schmerz sagen, dann ist es so, als würden wir so eine Einhüllung drüber wickeln, die uns dann mehr dazu befähigt, es auch festzuhalten. We don't want to do this. Das wollen wir nicht tun. For various reasons. Und das aus verschiedenen Gründen. One is that the wrapper will dull you to the quality of what's there. Die eine ist, dass die Einhüllung uns sozusagen stumpf gegenüber der tatsächlich vorhandenen Qualität machen würde. Moreover, having taken the scanning down to the soles of your feet, you start to come back up through your body. Außerdem, nachdem wir sozusagen den Scan von oben bis unten geführt haben, beginnen wir wieder von den Füßen hochzusteigen. And if you've established a concept, my knee is sore, Wenn wir aber das Konzept schon bereits etabliert haben, dass mein Knie wehtut, you develop a kind of expectation that it will be there, or you have something to look for. dann entwickeln wir eine Erwartung, dass dieses Empfinden auch noch da sein wird und dass wir etwas haben, wonach wir Ausschau halten können. You can check it out. Is it still happening? Wir können dann untersuchen, ob es noch immer der Fall ist. So you're already filling the space of appearance with your own ideas. Und damit füllen wir den Raum der Erscheinung mit unseren eigenen Ideen auf. Whereas if you stay just with the sense of fizzing, Wenn wir aber mit diesem Empfinden bleiben, das wir haben, it's a very temporary response to something which is arising, and when you come back up again, see what's there. dann ist es eine sehr zeitweilige Antwort auf etwas, was erscheint. Und wenn wir dann wieder dahin kommen, können wir von neuem gucken, was jetzt da ist. We very gently go up and down through the body. Wir gehen also sehr sanft rauf und runter durch den Körper.
in a way, it's a kind of introduction to the secret life of the body. Und in gewisser Weise ist das wie die Einführung in das geheime Leben des Körpers. As we know, the body is a communicative system. Wie wir wissen, ist der Körper ein kommunikatives System. Tightening and slackening of muscles goes on all the time. Das Anspannen und Loslassen von Muskeln passiert die ganze Zeit über. Blood is flowing, nerves are communicating. Blut fließt, Nerven kommunizieren. A lot is going on. Es passiert eine Menge. We're not trying to do a diagnosis. We're not trying to come to a conclusion. Es ist nicht so, dass wir da versuchen, irgendwas zu diagnostizieren oder zu einer Schlussfolgerung zu kommen. We want to allow the actuality of the body to show itself. Wir wollen lediglich der Tatsächlichkeit des Körpers erlauben, sich selbst zu zeigen. And as we go up and down, we see that all of these arisings are truly impermanent. Und wenn wir so rauf und runter gehen, erkennen wir, dass alle diese Prozesse, Erscheinungen wahrhaft vergänglich sind. So we can do a little bit of this just now, and you can practice it in your own time if you like. Wir können das jetzt auch wieder ein bisschen machen und es sozusagen in unserem eigenen Tempo machen. Any questions about it before we start? Ja, wenn ich mich auf den Atem konzentriere, ist der Fluss vom Atem manchmal so gering, dass ich es an der Nasenspitze nicht wahrnehmen kann. Soll ich dann den Atem intensivieren, dass wieder eine Empfindung erscheint? Oder den Atem ruhig, normal fließen lassen und einfach spüren, wie der Bauch sich hebt und senkt? He says when he's concentrating on the breathing is sometimes so shallow or weak that he doesn't feel it on the nostrils. So should he intensify the breathing or just concentrate on the stomach, feeling how it goes up and down? No, don't concentrate on the stomach. You need to buy a razor and shave your mustache. It was... Unter keinen Umständen auf den Bauch konzentrieren, einfach den Bart weg. Ja, das war auch, als ich keinen Bart getragen habe, war das gleiche Problem. He says, same problem without the mustache. Okay, then if that's the case, you can do it here a little bit, but especially if you're practicing on your own, begin with some strong exhalation, inhalation through the nostrils, and maybe keep your mouth closed so you condense it more. Wenn das der Fall ist, dann natürlich nicht unbedingt jetzt hier, aber vor allem, wenn du alleine für dich übst, solltest du dann vielleicht mit einigen richtig intensiven Atemzügen beginnen und vielleicht mit vollständig geschlossenen, und so dass du wirklich den Atem da konzentrierst auf die Nase. And see how that works. If that doesn't work, don't worry. Und schau einfach, wie es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, mach dir keine Sorgen. Because you can also focus your attention on an external object. Denn du kannst deine Aufmerksamkeit auch auf ein äußeres Objekt richten. You can go up the path in the forest and find a little stone about half the size of your fist. Du könntest da zum Beispiel im Wald einfach mal gucken auf dem Weg und einen Stein finden, der etwa die Hälfte der Größe deiner Faust hat. Traditionally we choose a stone which is quite rounded so that it doesn't have any fascinating aspects to it. Traditionell wird ein Stein gewählt, der rund ist und eigentlich nichts besonders Faszinierendes an sich hat. And then you put that in front of you. If you were doing it at home, maybe on a small table about this height so that you can be looking at it, maybe an arm and a half length away. Und wenn du das zu Hause machen würdest, würdest du es auf einen kleinen Tisch legen. Die Höhe hat er gezeigt und es wäre etwa 1,5 Armlängen entfernt, dass du das anschauen könntest. In very hot weather, you keep it further away, because if it's very close and you become intense, then you heat up. Aber bei sehr heißem Wetter würde man die Entfernung etwas vergrößern, denn wenn es sehr nahe ist, dann wird man sehr angespannt und erhitzt sich sozusagen dabei. Or you can make a simple circle of clay and put it on a stick. That was the original form that was used. The stick is about from the elbow to the tips of the finger high. Oder man macht aus Ton einen Kreis und stellt diesen Kreis auf einen Stock, der etwa die Länge
eines Unterarms hat. Das ist die sehr am traditionellsten verwendete Methode. You can also use an object which has some symbolic significance, which acts as an extra anchor for your attention. Du könntest auch ein Objekt verwenden, das eine gewisse symbolische Bedeutung trägt. Und diese symbolische Bedeutung würde die Funktion eines zusätzlichen Ankers für deine Aufmerksamkeit haben. So you could use a small statue of the Buddha Kleine Buddha-Statue. and have it as a focus for devotion. So you're looking at a holy object, and so that encourages you not to stray. Und du würdest das dann sozusagen als ein heiliges Objekt betrachten und mit Hingabe anschauen, und die heilige Qualität würde dich ermutigen, nicht so abzuschweifen. In the Dzogchen tradition, you would have a white letter R with the 5-colored light all around it on a stick, again the same height. Und in Dzogchen würde man speziell ein weißes Symbol A verwenden, umgeben von 5 Farben, so ein Kreis in einem Kreis, und das würde dann auch wiederum auf einem Stock derselben Länge, eine Armlänge stehen. It's important to make effort in the practices, or at least for some kinds of practice. Es ist wichtig, bei bestimmten Arten von Praktiken eine gewisse Bemühung an den Tag zu legen. But the most important thing is the individual. Und das Wichtigste ist das Individuum. If you're doing a meditation practice and it doesn't go very well, Wenn du eine Meditationsübung ausübst und die geht nicht sehr gut, and you start to think negatively of yourself, und du beginnst negativ über dich selbst zu denken, I'm stupid, I can't do this, I have bad karma, ich bin dumm, ich bin nicht fähig, das zu machen, ich habe schlechtes Karma. these kind of thoughts are very toxic. Diese Gedanken sind wirklich Gift. So if the method doesn't work, don't do the method. Wenn eine Methode für dich nicht funktioniert, mache sie einfach nicht. Without arrogance or pride, we want to remain relaxed with dignity and confidence. Ohne Arroganz oder Stolz wollen wir aber dennoch in Würde und Entspanntheit verweilen können. The Buddha taught many different methods, so if a particular method doesn't work with your own structure, you can find another method. Der Buddha lehrte viele verschiedene Methoden, und wenn eine bestimmte Methode mit unserer eigenen Struktur sozusagen nicht gut passt, dann gibt es viele andere Methoden. Nowadays, human beings become slaves to technique. Heutzutage werden Menschen Sklaven der Technik. Everything can be measured. Alles kann gemessen werden. Everything can be evaluated. Alles kann ausgewertet werden. And success and failure becomes more and more polarized. Sodass Erfolg und Versagen sozusagen mehr und mehr polarisiert werden. But all beings have Buddha nature. Aber alle Wesen haben die Buddha-Natur. Nothing is better than Buddha nature. Und nichts ist besser als Buddha-Natur. You have what you need. Also hast du schon, was du brauchst. We're not trying hard to get somewhere else. Es ist nicht so, dass wir versuchen, uns angestrengt irgendwo anders hin zu begeben. We're just learning to remove what's not necessary. Es ist einfach nur das Lernen, das zu beseitigen, was unnötig ist. So, in a sense, we're all learning to be strippers. In gewisser Weise lernen wir alle sozusagen Stripper zu sein. So you have to remove your garments in a way which is very fascinating. Dass du deine Bekleidung entfernen lernen musst, auf eine Weise, die sehr faszinierend ist. Let your obscurations slip off the shoulder Lass deine Verdunklung sozusagen von der Schulter runtergleiten, so that your naked mind shines out. sodass dein nackter Geist hinausstrahlt. So you can't do that if you're very shy. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du sehr scheu bist. So, if the breath doesn't work, then you try something else. And if you have some difficulty, ask me later. Yeah. Also wenn die Atmung nicht funktioniert, dann mach was anderes, und wenn du damit Schwierigkeiten hast, frag später nach. Okay, so we do a little bit of this Klaptong or Vipassana, as it's called, also. Machen wir ein bisschen von diesem Laktam oder Vipassana, wie es auch genannt wird. Again, sitting with the hands folded in the lap, Wir sitzen mit unseren Händen wieder, die im Schoß gefaltet sind. the same posture as before. Die gleiche Position wie vorher. Bring your attention on the breath and then take it to the top of the head, then slowly up and down. Bringen unsere Aufmerksamkeit erst zu dem Atmen an den Nasenlöchern und dann
gehen wir dann von der Kopfspitze langsam runter und wieder hoch. The method of that practice is quite simple. Auch hier wieder ist die Methode dieser Übung ziemlich einfach. You can do it again and again. Man kann es wieder und wieder machen. The function is to clearly see the raw, uncooked presentation of the emergent moment. Die Funktion ist wirklich klar, die rohe und unaufbereitete Präsentation des Erscheinens im Augenblick zu sehen. When we grasp something as a pain or an irritation or a tension, we cook it. Wenn wir etwas als Schmerz, Irritation und so weiter auffassen, dann bereiten wir das schon auf. Schmerz. We transform it by the act of appropriation and incorporation. Wir transformieren das durch eine aktive Aneignung und Einverleibung. And this is what we do all the time. Das ist eine Aktivität, die wir die ganze Zeit über ausführen. We think what we see, what we tell ourselves we see. Wir denken, dass wir sehen, was wir uns die ganze Zeit sagen, dass wir sehen. I experience a pain in my shoulder. Ich erfahre einen Schmerz in meiner Schulter. This is not true. Das ist aber nicht so. Because if you go to a doctor, particularly a more old-fashioned doctor, Wenn man zu einem Arzt geht, insbesondere zu einem etwas altmodischeren Arzt, they say, what kind of pain is this? also dich fragen, was ist denn das für ein Nahschmerz? Hot, cold, stabbing, throbbing. There are many traditional ways of describing pain. Ist ein kalter, ein heißer, ein stechender oder ein pulsierender Schmerz? So what you have is throbbing. Also kann sein, dass du gerade einen pulsierenden Schmerz hast. That's a softer grab than pain in my shoulder. Das ist schon bereits ein etwas sanfterer Zugriff als die Feststellung, dass wir Schmerz in der Schulter haben. And if you stay more precisely with what is actually occurring, you just say, well, it just feels a bit strange. Und wenn wir noch enger mit dem verbleiben, was tatsächlich erscheint, dann werden wir vielleicht gerade sagen können, es fühlt sich etwas seltsam an. Then the doctor says, oh, how long does this strange feeling last? Der Arzt vielleicht fragen, wie lange bleibt denn oder ist dieses seltsame Gefühl da? Oh, comes and goes. Wir sagen, es kommt und geht. Oh, well, you came to see me, now go. Und dann wird der Doktor sagen, jetzt bist du gekommen, mich zu sehen, jetzt gehst du. This is what our life is. This is what the body is. It's this moving set of sensations. Und das ist, was unser Leben und unser Körper insbesondere ist, eine sich bewegende Menge von Empfindungen. But the next stage is then to take this out into the world. Die nächste Stufe ist, das dann in die Welt zu tragen. So it's a beautiful evening, and if you're outside, birds are singing, there's gentle breeze on your face. Es ist ein wunderschöner Abend, die Vögel singen draußen und die sanfte Brise auf dem Gesicht. When you're listening, don't think, Wenn wir zuhören, denken wir nicht. just listen. Wir hören nur zu And try to hear what is hearable. und hör einfach, was zu hören ist. We don't hear birds singing, we think birds singing. Normalerweise hören wir nicht die Vögel singen, wir denken, die Vögel singen. If you smell the flowers, what is it you smell? Wenn wir Blumen riechen, was ist es denn, was wir da riechen? It's a perfume, it's like this, it's like that, but what is it? Es ist ein Duft, der ist so oder so, aber was ist es denn eigentlich? So try to stay with the first emergent experience, which is so subtle and yet so immediate. Versucht mit dem ersten auftauchenden, der ersten auftauchenden Erfahrung zu bleiben, die gleichzeitig sehr, sehr subtil ist und zugleich so unmittelbar. So we have free time now, and breakfast is at 8, and then there is sitting practice at 9 o'clock. Wir haben jetzt dann Pause bis zum Frühstück um 8 und dann ab 9 Uhr dann sitzen wir erst einmal. So. I wish you a good evening. Schönen Abend.